Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal eine kleine süße Dirn, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Bouteille Wein. Die bring der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach, da wird sie sich daran laben. Sei hübsch artig und grüß sie von mir. Geh auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, dann hat die kranke Großmutter nichts.« Rotkäppchen versprach der Mutter, recht gehorsam zu sein. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen.« »Schönen Dank, Wolf.« »Wo willst du so früh hinaus, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Die Großmutter ist krank und schwach, da bring ich ihr Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken, da soll sie sich stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine Viertelstunde im Wald, unter den 3 großen Eichenbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf gedachte bei sich: »Das ist ein guter, fetter Bissen für mich. Wie fängst du's an, dass du den kriegst?« »Hör, Rotkäppchen«, sagte er, »hast du die schönen Blumen nicht gesehen, die im Walde stehen? Warum guckst du nicht einmal um dich? Ich glaube, du hörst gar nicht darauf, wie die Vöglein lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du im Dorf in die Schule gingst, und ist so lustig hausen in dem Wald.« Rotkäppchen schlug die Augen auf und sah, wie die Sonne durch die Bäume gebrochen war und alles voll schöner Blumen stand. Da gedacht es: »Ei, wenn ich der Großmutter einen Strauß mitbringe, der wird ihr auch lieb sein. Es ist noch früh, ich komme doch zur rechten Zeit an«, und sprang in den Wald und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, dort stünde noch eine, schönere, und lief danach und immer weiter in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« »Das Rotkäppchen, und ich bring dir Kuchen und Wein, mach mir auf.« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter, »ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte an der Klinke und die Tür sprang auf. Da ging er hinein, geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann nahm er ihre Kleider, tat sie an, setzte sich ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war herumgelaufen nach Blumen, und erst als es so viel hatte, dass es keine mehr tragen konnte, machte es sich auf den Weg zu der Großmutter. Wie es ankam, stand die Türe auf. Darüber verwunderte es sich, und weil es in die Stube kam, sah es so seltsam drin aus,
dass es dacht, ei, du mein Gott, wie ängstlich ist mir's heut zumut, und ich bin sonst so gern bei der Großmutter. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah wunderlich aus. Für mehr Videos könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Danke. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Augen, dass ich dich besser sehen kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Hände, dass ich dich besser packen kann? Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich dich besser fressen kann? Damit sprang der Wolf aus dem Bett, sprang auf das arme Rotkäppchen und verschlang es. Wie der Wolf den fetten Bissen erlangt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben vorbei und gedacht, wie kann die alte Frau so schnarchen? Du musst einmal nachsehen. Da trat er hinein, und wie er vors Bett kam, da lag der Wolf, den er lange gesucht. Der hat gewiss die Großmutter gefressen, vielleicht ist sie noch zu retten. Ich will nicht schießen, dachte der Jäger. Da nahm er die Schere und schnitt ihm den Bauch auf. Und wie er ein paar Schnitte getan, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und wie er noch ein wenig geschnitten, da sprang das Mädchen heraus und rief, ach, wie war ich erschrocken, was war so dunkel in dem Wolf seinem Leib? Und dann kam die Großmutter, auch lebendig, heraus. Rotkäppchen aber holte große, schwere Steine. Damit füllte sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger nahm den Pelz vom Wolf, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte. Und Rotkäppchen gedacht bei sich, ach, du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn's dir die Mutter verboten hat. Ende der Geschichte.